Wir haben jetzt gesehen, zum ersten Mal seit MSI kommt ein Gegner, der uns punishen kann, wirklich. So arrogant das klingt, aber es ist die Tatsache einfach. So Freunde, ich bin jetzt hier mit Grabs, der Head Coach praktisch von G2. Ihr habt gerade eben eine richtig krasse Series gewonnen. Wie fühlst du dich als Coach, nachdem du 5 Games gesehen hast und dein Team am Ende, fand ich es, wirklich gut gespielt hast? Wie fühlst du dich gerade als Coach? Müde Ja. und happy, aber auch sauer. Also ist halt ein Wechselbad der Gefühle, weil wir haben gewonnen, war 3-2, natürlich Euphorie pur, aber auch wir haben so viele Fehler gemacht in den Early Games und ist immer kritisch, weil Duffin und ich haben halt die Preparation und sagen denen, so werden sie spielen. Und dann spielen sie auch so und dann rennen das Spiel trotzdem die Mitte runter und nehmen die Fights, die sie nicht nehmen sollten. Also wir dachten, wir sind gut vorbereitet, wie gesagt, viele Fehler gemacht, wahrscheinlich auch sehr viel gepressured, was wir lange nicht mehr hatten, seit MSI eigentlich quasi. Seitdem war der Durchmarsch. Dementsprechend eine neue Herausforderung, haben dann aber in Spielen 4 und 5 dann realisiert, okay, wir machen unser Ding, wir nehmen unsere Kämpfe, nicht was sie wollen. Und dann, glaube ich, hat man gesehen, dass wir fundamental das bessere Team sind. Auch wenn es noch haarig wurde zum Ende. Vor allem, wenn sie den Match bekommen, dann bei 20 Minuten das Spiel vorbei. Also alle wussten, okay, wenn sie das Ding jetzt kriegen, ist vorbei. Ja. Und wunderschön am Schwitzen gewesen. So. Aber hat noch geklappt. Ja, wir haben es auch auf jeden Fall auch live gesehen, wo ihr dann aufgestanden seid, du und Carlos, und auch ausgerastet seid, die Sachen irgendwie so, oh Gott, was ist da los? Ich würde aber auch noch ganz gerne mal ein bisschen auf die ganze Kreativität eingehen. Das ganze Motto ist ja gerade Break the Matter und wir sehen gerade absolut krasse Sachen. Perkz spielt im letzten Game Syndra Botlane als APC und wir alle, oh, wie krass, hat er schon mal gespielt? Also wie viel Freiheit lässt du eigentlich auch den Spielern da? Also stehst du da in Kontakt, zum Beispiel besonders mit Perkz, du spielst auch mal gerne Yasuo Botlane und so, also wie stehst du da in Kontakt mit ihm? Generell geht es darum, die Spieler müssen alles erwähnt haben, irgendwann mal. Und wir alle verstehen, wie Druck funktioniert in League of Legends. Das heißt, an sich ist es egal, was für ein Champ du spielst, wer Druck haben kann. Das heißt, wir picken Major Spot, weil sie Pressure aufbauen, eben diesen Druck. Und dann, ob das Syndra ist oder irgendein anderer Mage, oder Yasuo oder Draven oder Xayah, ist egal. Hauptsache die Pressure ist da und darum spielen wir rum. Und dementsprechend, solange die diese Rolle erfüllen können mit ihrem Pick, ist mir quasi egal, was sie picken. Und vor allem auch als Coach ist wichtig zu sagen, wenn ein Spieler dir sagt, on Stage, ich will das picken, ist es sehr schwer zu sagen, nein. Ja. Weil sie fühlen den Champion, sie haben wirklich Vertrauen darauf und dann reinhaust ist wahrscheinlich meistens eher falsch. Also oftmals in G2 ist es so, dass ich die ersten 3 Picks vorgebe, grob. Und dann 4 und 5 haben die sehr, sehr großen Freiraum. Weil sie sehen, also zum Beispiel, ich als Coach sehe zwar die Matchups vielleicht Mitte, Top, ich weiß, wie sie funktionieren, aber zum Beispiel Spieler wie Caps können mir sagen, er sieht 4 Champions, okay, Syndra ist gut gegen alle 4. Wo das Auge für fehlt so ein bisschen als Head Coach. Und dementsprechend haben sie den Freiraum, den sie brauchen. Richtig krass, ich würde auch gerne darüber reden, dass dann auch Perkz praktisch von der Mitte auf die Bot gegangen ist und extrem krasse Erfolge feiert. Glaubst du, man sollte nicht nur die Meta breaken, sondern das ganze Rollensystem breaken, wenn ein Midlaner zum Beispiel ADC spielt und dann diesen Killer-Instinkt hat und dann eben reinflasht und ihn dann killt? Glaubst du, auch andere Teams sollten das viel mehr machen? Ich glaube, es ist sehr schwer auszuführen und ich glaube, es ist so ein Einmal-Ding mit Perkz, einfach weil er lebt das Spiel und er hat eine Arbeitsmoral, die ich noch nie so gesehen habe im Spieler. Auch im Fußball damals nicht, als ich gespielt habe. Also der Junge Blut für das Spiel und für den Sieg. Und die Arbeit, die dahinter steckt, wird meistens nicht gesehen. Sieht immer sehr einfach aus, aber viel Blut und Schweiß und auf die Fresse bekommen auf der Lane ganz am Anfang. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass es so einfach ist, wie es aussieht. Und generell einfach, wie gesagt, er ist ein Spieler, er versteht, wie Pressure funktioniert. Das heißt, er sieht die Champs auch zum Mittel zum Zweck. Ich will Pressure haben, den Pick nehme ich dafür. Dann ist es egal, ob es ein Mage oder Day Carry ist. Wir reden jetzt viel über Druck. Was sagst du als Coach eigentlich? Es steht jetzt 2-2, es geht jetzt so um die Wurst, das 5. Game. Geht es dann noch sehr um Statistik oder schaffst du, die Spieler runterzukriegen oder sie zu hypen vielleicht? Oder gehst du da eigentlich komplett auf die Taktik ein in der Pause? Erst haben wir geschaut, wie kann man Fnatic am besten tilten jetzt, weil wir draußen standen. Dachten so, okay, welchen Schlachtruf machen wir jetzt? Nein, also das Team ist halt super locker generell und meistens geht es darum, 1-2 Punkte, die halt falsch liefen, nochmal zu sagen, okay Jungs, komm bitte. Zum Beispiel in Game 4 haben wir gesehen, wenn wir unser Ding machen, wir hatten durch nur 2000 Gold-Lead für lange Zeit, aber das Spiel hat sich angefühlt, als hätten wir komplette Kontrolle. Und das lag daran, dass wir miteinander gesprochen haben, besser als in anderen Games. Und dann man nicht nur, komm, mach's nochmal, Jungs, sprich miteinander, calling off, also man sagen, mach den Play nicht, ist sehr wichtig. Ja. Und wie mein Team, wo jeder jedem vertraut. Das heißt, oftmals lässt du machen. Und meistens ist es int. Und jetzt zum Beispiel in Game 5 war wirklich so, dass er geschrien hat, nein, mach das nicht, die haben TP, hör auf, du wirst sterben. Und diesen nächsten Schritt zu sagen, ich vertraue dir zwar, aber was du gerade machst, ist Bullshit, der war wichtig und der hat uns viel geholfen in Game 5. Krass auf jeden Fall. Und die letzte Frage, ich will jetzt nichts jinxen oder so, das hat man mir schon gesagt, haben wir gerade das World Finals gesehen?
Ich glaube nicht. Zumindest nicht in der Form, weil ich glaube, beide Fnatic und wir haben Schwächen gezeigt. Sollten wir so ins Turnier gehen, werden wir gepunished werden dafür. Gott sei Dank für uns kam es jetzt, weil wir haben jetzt gesehen, zum ersten Mal seit MSI kommt ein Gegner, der uns punishen kann, wirklich. So arrogant das klingt, aber es ist die Tatsache einfach. Und dass vor allem auch unsere Practice einfach effizienter wird, weil wir spielen einfach halt Mitte runter E-Sports quasi in Scrims. 30-0 nach 5 Minuten und dann ist das Spiel vorbei. Oder eben 30-0 für Gegner. Okay. Und immer war so, ja, on Stage machen wir es anders. Das hat man gesehen, machen wir nicht. Das heißt, hoffentlich die Spezies wie Caps und Perks können sich ein bisschen zurückhalten in Scrims und dann können wir ein bisschen was lernen. Dementsprechend glaube ich, dass wir noch stärker werden können. Fnatic aber hat auch viel Stärken gezeigt, aber auch ein bisschen eindimensional, weil wie gesagt, sie wollten für dieses Commissions gehen und Early Fights, Gruppen sehr viel Mitte. Also es war schon vorauszusehen, wie sie spielen werden. Aber ich habe da großes Vertrauen darin, dass sie verbessern können. Aber trotzdem mit Teams wie SKT, RNG, FPX, IG, dementsprechend wäre schön, aber glaube ich nicht. Wir aus Stuttgart wünschen auf jeden Fall euch viel Glück. Vielen Dank, Grabs, für das Interview. War eine absolut krasse Series und wir sind jetzt raus, Freunde. Ciao, ciao.